Hi Leute, so wie es aussieht, sind wir heute ganz allein da, ohne den Darius natürlich, aber auch ohne NPCs. Was ist denn hier los? Hat die Diebesgilde jetzt die NPCs geklaut oder was? Alle weg? Alle? Ja gut, das sind die Bücher. Geht das auch so? Nee. Schade. Wollte mal testen, ob das mit der rechten Maustaste auch geht. Aber hier sind alle weg. Niemand mehr da. Hier fehlt sogar die Tür. Gehen wir mal raus. Es ist 3:46 Uhr in der Früh. Ah, okay. Ah, toll. Wisst ihr was? Wir zaubern uns aber kurz rein. Ach, vielleicht ist deshalb keiner da. Ich kann ja mal für 3 Stunden hier warten. Was passiert dann? Es ist noch immer keiner da. Stecken wir mal die Waffe weg. Nochmal 3 Stunden. Es wird immer heller, aber es ist noch immer keiner da. Offenbar, weil die Magiergilde tatsächlich noch eigentlich geschlossen hat. Heißt das, ich könnte hier Sachen stehlen oder was? Wo wäre denn der andere Typ gewesen? Ich habe keine Ahnung. Hier? Nein? Auch Bücher? Ich habe keine Ahnung. Wir warten einfach noch mal 3 Stunden. Vielleicht sind ja dann ein paar Typen da. Ich würde nämlich gerne für die Magiergilde eine Quest machen. Nein. Aber jetzt ist schon fast 1 Uhr nachmittags. Ah, jetzt sind es wieder da. Wisst ihr was? Ich lade einfach noch mal, weil das ist ein blöder Bug. Der gefällt mir nicht. Die mag ich nicht. Nein, nein. Okay, hätte ich denn eigentlich noch irgendwas zu erledigen? Ich hätte 1000 Gold. Ja, das reicht eigentlich. Habe ich denn Gegenstände zum Verkaufen? Ich hätte sogar Gegenstände zum Verkaufen. Wisst ihr was? Dann warten wir hier mal 3 Stunden. Dann ist es nämlich 6 Uhr in der Früh oder irgendwie sowas. Und dann sind draußen auch die Geister weg. Dann könnten wir schnell zu den Händlern reisen. So, erstmal zum Pawnshop runter. Der war ja ganz hinten, da können wir die Sachen verkaufen und dann gehen wir zur Bank. Und dann gehen wir zur Magiergilde und holen uns da eine Quest ab. Ich habe übrigens eine Theorie also was heißt entwickelt? Ich habe halt den Verdacht, weil ich ja letztens beim Darius gesagt habe, das teuerste Haus, das ist aktuell so 9, also fast 1 Million Goldstücke hat er das, glaube ich, gekostet. Und ich habe aber schon mal eins für 2 Millionen gesehen, also für mehr als 2 Millionen. Ich glaube, das hatte ich sogar in der Aufnahme. Muss ich ja gehabt haben, denn ich spiele es privat gar nicht. Okay, ich muss also eine Aufnahme gehabt haben. Und jetzt ist mir aber eingefallen, es gibt ja den Mercantile-Skill. Kann es sein, dass die Häuser billiger werden, je besser wir im Handeln werden? 9 Uhr. Es ist 6 Uhr, dann warten wir nochmal 3 Stunden. Das heißt, bis wir dann irgendwann mal das Geld haben, könnte es ja sein, dass das Haus nochmal billiger wird. Dann sind es vielleicht nur noch 800.000. Okay, ich glaube, da ist irgendein Bug. Oh, ja. Oh, das ist ja toll. Ja, so viel. So, sind die Bücher auch? The Light and the Dark? The Light and the Dark. Ich glaube schon.
Fast 4000 gibt uns dafür. Das ist eindeutig ein Bug. Oh, besser. Okay. Das ist in Ordnung, das auch. Hier sind die ganzen Tränke. Hier nichts. Was haben wir im Wagen? Ja, geht schon. Okay, lauter Zutaten. Wir könnten auch aufs Schiff gehen. Mal kurz. Ich will aber vorher noch kurz was nachsehen. Genau. Ist was? Wir lesen jetzt schnell dieses Buch hier. The Light and the Dark. Yes, children, it is no accident that this land of Tamriel has been called the Arena. The old man altered his position on the large rock that bore his weight, and straightened his long grey robe. Weary eyes lost their focus as they gazed out of the sun-warmed valley in the mountains of high rock. For a moment he saw a vision of ancient horrors instead of the fresh greenery of spring. A chill washed over his aged bones. Is this a suitable topic for the young and innocent? He asked himself. The young must be taught, but must they learn of such things now when they should be playing in the sunlight? This is a tale for the dreary winter, with the wind howling outside a walled town and the doors and windows closed and bolted against the blast and cold and other things. He glanced with affection at these two grandchildren. The little tow-headed boy with a hint of mischief dancing in his eyes even on those rare occasions when sitting quietly, and his older sister. As Irene lost, the old man thought, her hair like a dark flame and her slightly pointed ears were the only obvious signs of elven blood. So like her grandmother, the old man thought, the past is past, and Ishira had brought him so much peace and happiness after a lifetime of battle. He forced his thoughts back to the present. Sorry, children, I was remembering things. Old people do that, you know. Are you going to tell us the story of Yagatan and the Emperor and the Eternal Champion? His grandson asked. That's my favorite. Oh, das finde ich toll. Wir sind eine beste Geschichte. Not exactly, son. They were a part of it. In a way. As Eric and Moralin and Edward and Raymond and many others. Even the gods play a part. This is a far older story, and even the priests won't tell it my way. They have their own interpretations and their fears as well. I'm too old and have seen too much to have any fear left, except that our people will forget, and forgetting is dangerous. So I, and a few others, carry this tale and try to spread it among the younger generations. You aren't really old enough to understand it all, but I can feel that my end is not far off. I must ask you to remember anyway. In a few years, perhaps, if I'm still alive, we can discuss it again. If not, well, you must seek out others who know and compare notes. You talk as if you are going to die, Grandpa. His granddaughter spoke up. That can't happen. You will live forever. Chuckling. I'm afraid not, dear, but I have a little while left. Enough for that story. The children settled back against the boil of a log oak, knowing that the old man could not be hurried. Leaning forward, he began. Long, long ago, before there were any people at all, even before the gods, Tamriel was chosen as a battleground by two things. It is difficult to find words that fit them well. I call them the light and the dark. Others use different names. Good and evil,
bird and serpent, order and chaos. None of these names really apply. It's suspicious that they are opposites and totally antithetical. Neither is really good or evil as we know the words. They are immortal since they do not really live. But they do exist. Even the gods and their Daedric enemies are pale reflections of the eternal conflict between them. It's as though their struggle creates energies that distort their surroundings, and those energies are so powerful that life can appear like an eddy in a stream. Do demons and trolls come from the dark, Grandpa? Not exactly, son. The undead evils we know, and the demons that live in oblivion, tend to align with the dark. The natures are more akin to it. Humans and the other peoples of Tamriel, even the misunderstood Dark Elves, are more aligned with the light. Our evils are not always of the dark, but some are, and these are the truly dangerous ones. Yagatharn was almost wholly aligned with the dark, and that is really why he was so monstrous. It was not because he was a black mage, some would have it. Did his magic come from the dark, Grandpa? The girl's interest was piqued by mention of magic. Her heritage is beginning to show itself, thought the old man. No! Magic power comes directly from the energies swirling about both entities. These energies are impersonal and all mixed up. Black magic is more a matter of intent than effect. The Mage's Guild holds that a fireball, say directed against a creature intent on causing harm, is not black magic, but the same spell directed at one seeking peace is. In this, they are right. Destruction of a fire daedra strengthens the light and weakens the dark just a little. In the same manner, destruction of a unicorn strengthens the dark. What about the gods? Do they come from the light? The boy's eyes were animated, but tinged with apprehension. He adored stories of the gods and goddesses of Tamriel's pantheon, and their heroes who served them. The old man chuckled. The gods have an unusual origin, if some of the oldest tales are true. The oldest inhabitants of this world, and no one seems to be sure what race they were, have ich glaube, es soll mal have heißen, have system of myths that they believed in for 1,000 years. The people of Et-Ada believed for so long and so well that their beliefs may, just may, have drawn up the energies surrounding Tamriel to bring the gods themselves into being. If that is so, the conflict between the light and the dark provided the energy, and the Et-Adans the structure that created the gods of Tamriel. No one really knows, since it was so long ago and so little survives from that time. It no longer matters. The gods have their own existence now, and mostly align with the light, except for a few who are, shall we say, a little ambiguous. Why do we have to remember, Grandpa? What is the danger you spoke of? If the light and dark are so big and powerful, can we influence them? Should we try? What should we fight for? I see that your critical faculties are developing, Solara. That is good. The answer is simple, but quite large enough for mere mortals like us. The light and dark are evenly matched, and perhaps will never resolve the conflict. Mortals and the beings of the Aetherius, irgendwie sowas, sometimes can perceive traces of them. Therein lies the danger. The most of us, the light, is more congenial, even inspiring, and moves us to behavior that we would call good. To creatures like us, the dark is horrible. Those who have visions of it are often driven mad, and the ones who are not
would be better dead. The dark is to us a monstrous emptiness, an emptiness that sucks the soul toward it, to be twisted, maimed, and ultimately destroyed. What we can see of it seems utterly evil. Perhaps somewhere else this would not be so, but in our world it is. The old man paused to gather his thoughts, gazing once more at the fresh new life of spring. What we must do is never to forget that the dark is always there, beckoning to the weak souled among us, should it again ascendancy over Tamriel, through agents perverted by its awful attraction. Terrible things could happen. All that we hold beautiful or desirable, even love itself, would be swept away. Peace and hope would be no more. For Tamriel, that would be the worst possible disaster. What I saw during Yaga's reign nearly killed me. Almost destroyed my mind. When I was destroyed, I thought the worst was over, but it was not. The forces of the dark are on the march again, and new heroes must rise to join the eternal champion in the fight against them. The old man and the two children sat in silence for several minutes. Finally, the children assisted their grandfather to his feet, and they walked slowly away, toward home and hearth and lunch. Das fand ich mal eine schöne Geschichte. Vor allem, ich wusste das noch gar nicht mit diesen ursprünglichen Mächten, dieser Dunkelheit und dem Licht, Dark and Light. Das wusste ich noch nicht mal. Nicht mal, dass die Götter dadurch entstanden sind. Ich meine, dadurch werden die Götter selbst zu sterblichen, also nicht zu sterblichen, aber zu Lebewesen, die vernichtet werden können. Ich meine, sterblich heißt ja irgendwie, gut, mit dem Begriff sterblich muss man vorsichtig umgehen. Heißt sterblich jetzt von Natur aus sterben können, also durch Alterung oder sowas oder durch Krankheiten, oder getötet werden können. Unsterblich heißt ja meistens einfach nur, dass man, also das ist meistens der Unterschied, dass man halt getötet werden kann, aber unsterblich ist im Sinne von, man altert nicht oder irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall fand ich es toll und ich würde dieses Buch jetzt gerne verkaufen. Wir haben es ja jetzt gelesen und wir haben es noch nicht im Inventar. Oh, das ist jetzt ganz unten. Mist, wieso habe ich das nicht gleich mitgenommen? Komm schon, runter. Gleich müsste es da sein. Da ist es ja. So, es ist doch, oder? Ja. Verkaufen. Oh, das sind nochmal 337 Gold. So, dann kann ich jetzt zur Bank. Und in der Bank lasse ich dann ein bisschen Geld da. Mal sehen, vielleicht sind es wieder so 10.000, ich weiß es nicht. Und dann zur Magiergilde. So, Banking Deposits. Was war das gerade für ein Ton? Egal. So, 900 will ich aufheben, plus 400 sind 1300. Dann sind das 3, 6, 27. Ja, fast 40.000. Aber doch weniger, als ich ursprünglich dachte. Egal. So, zur Magiergilde.